In dem heutigen Video möchte ich meine Geschichte fortsetzen und ich möchte euch erzählen, wie meine Persönlichkeit zersplittert ist und wie ich von gar nichts fühlen oder Momente des gar nichts fühlen hin zu allem fühlen gekommen bin. Und möchte euch erzählen, wie ich damit umgegangen bin, kein Ich mehr zu besitzen, nicht mehr ich zu sein, sondern in die Leere fallen zu müssen. Aber vorab möchte ich euch bitten, ein Like dazulassen. Mir wurde erst mit diesem YouTube-Channel klar, dass die Likes so ein bisschen die Währung von YouTube sind. Zu sagen, ich konsumiere etwas, ein Video und dafür lasse ich ein Like da im Tausch quasi. Und deswegen würde es mich echt freuen, wenn ihr das Video liken würdet. Ich denke selbst oft nicht dran zu liken. Und ich versuche mich jetzt immer öfter daran zu erinnern. Das wird mir erst mit diesen Videos hier klar. Also ein Like da lassen. Meine Geschichte ist schwer zu erzählen, weil ich sie selbst in meinem Kopf nicht zu einer Geschichte verpacken kann. Das hat für mich alles keine Linearität. Es ist sehr schwer in Worte zu fassen, was mir die letzten Jahre passiert ist, was geschehen ist. Ich konnte selbst damals nicht drüber sprechen, mit niemandem. Ich konnte das nicht in Worte fassen, was da passiert ist, weil ich überhaupt nicht wusste, was da passiert. Und deswegen ist meine Geschichte jetzt hier auch in verschiedenen Videos zusammengestaffelt. Ich habe ein Video gemacht, wie ich meine Emotionen abgespalten habe. Ich verlinke euch das mal unten in der Beschreibung. Und selbst das so auseinanderzuklubbeln, fällt mir extrem schwer. Also habt Geduld mit mir, wenn dieses Video irgendwie fernab von irgendeiner Linearität ist oder ob es irgendeinen Sinn macht oder so. Das kann ich nur ganz schlecht beurteilen. Vielleicht beginne ich am besten linear am Anfang. Ich wurde mit Depressionen diagnostiziert und mit einer Angststörung und habe dann verschiedene Therapien gemacht und habe Medikamente genommen. Und die Psychotherapie hat mich ganz schwer retraumatisiert. Das war bereits meine erste psychosomatische Klinik, bin ich raus und ich war am Ende. Mein einziger Wunsch war nur noch Suizid zu begehen. Das war das große Thema meines damaligen Lebens, dass ich dieses Leben nicht weiterführen wollte. Und mit jeder neuen Psychotherapie, die ich begonnen habe, mit jedem neuen Klinikaufenthalt, wurde es schlimmer. Und jeder Klinikaufenthalt hat mich weiter ganz schlimm destabilisiert. Und ich habe Wochen gebraucht nach jedem Aufenthalt, um wieder einigermaßen so in die Balance zu kommen, dass ich essen und trinken konnte und irgendwie überleben konnte. Gelebt habe ich nicht, habe nur überlebt irgendwie. Bis zu dem Punkt, wo ich von mir aus entschieden habe, meine Medikamente abzusetzen, nicht mehr weiter zur Psychotherapie zu gehen, weil es so schlimm war, weil jeder Psychotherapeut mich neu destabilisiert hat. Und die Anfangsjahre saß ich ausgeschaltet auf der Couch. Also ich habe entweder gar nichts gefühlt oder ich hatte extreme Panikattacken, extreme Wutflashs und ich konnte überhaupt nichts damit anfangen. Wo kam das alles her? Das war echt schlimm und unangenehm. Und je mehr ich mich dabei beobachtet habe, desto klarer wurde mir, das sind verschiedene Persönlichkeitsanteile von mir. Es gab diesen wütenden Anteil, es gab einen traurigen Anteil, es gab einen verzweifelnden Anteil. Es gab den Anteil, der überhaupt nicht wusste, wer er selbst überhaupt ist und wer diese anderen Anteile überhaupt sind. Und das war besonders schwierig. Situationen, in denen ich mich nicht als ich gefühlt habe. Die Psychologie nennt das Depersonalisierung. Das war besonders in sozialen Situationen der Fall. Damals habe ich gearbeitet und wenn ich zum Beispiel einen Vortrag in der Teamsitzung gehalten habe vor Kollegen und den Chefs, saß ich da in meinem Business-Outfit und in der Rolle der Managerin und habe mich gefragt, wer zum Teufel bist du eigentlich? Ich konnte mich nicht damit identifizieren. Es war ein Gefühl des Abstoßens, nicht authentisch sein. Ich war mir selbst fremd. Ich saß dann, habe professionell einen Vortrag gehalten und ich war mir sowas von fremd, dass ich am liebsten aus meinem Körper rausgefahren wäre und das alles abgeputzt hätte und gesagt, oh Gott, das bin ich nicht, dieser ganze Dreck.
Es war enorm unangenehm und es kam immer wieder in sozialen Situationen, in Vorstellungsgesprächen ist das aufgetreten, auch in privaten sozialen Situationen. Ich saß mit der Bekannte zusammen und ich wusste, was ich rational zu tun hatte in diesem oberflächlichen Gespräch über das Wetter oder Friseur oder so. Lächeln, Johanna, und jetzt antworte und jetzt machst du das und jetzt bietest du was zu trinken an. Aber ich habe es nicht gefühlt. Gar nicht. Das war ein rein rationales Verständnis von einer Rolle, wie ich mich zu verhalten habe, aber ich war das nicht. Ich war nicht diese Rolle. Und je mehr mir das aufgefallen ist in diesen sozialen Kontakten, desto mehr wollte ich was dagegen tun. Und je mehr ich was dagegen getan habe in meinem, wir sprechen hier, alles passiert in meinem Kopf. Das ist, ich glaube, für das Außen war es überhaupt nicht wahrnehmbar. Und ich habe mich immer gefragt, merken die, wie merkwürdig ich bin? Merken die, wie fremd ich eigentlich bin? Ich war mir selbst fremd. Spüren die das? Ich muss irgendwie anders machen. Wie kann ich denn jetzt authentisch werden? Und umso merkwürdiger wurde ich. Es war wirklich ein nicht mehr in diesem Körper sein wollen, abstoßen, was ich da gerade bin. Und wenn ich mit mir alleine war oder in triggernden Traumasituationen, waren diese extremen emotionalen Persönlichkeitsanteile da, diese extreme Wut, diese extreme Angst und diese extreme Verzweiflung in sich getragen haben, die einfach so zum Vorschein kamen. Und dann gab es mich, aber es gab kein Ich mehr. Es gab kein einheitliches Ich. Ich hatte enorme Schwierigkeiten damit, wenn Menschen mich gefragt haben, wie geht es dir? Was ist das für eine Frage? Keine Ahnung. Es gibt den Anteil, der hat gerade irgendwie Angst und dann gibt es den Anteil, der ist traurig und es gibt auch den Anteil, der ist gerade echt genervt von dieser Frage und dann gibt es irgendwie auch so einen Erwachsenenanteil, der beobachtet das alles. Wie soll ich denn diese Frage beantworten? Wie geht es dir? Es war nicht möglich, weil es nur noch diese verschiedenen Anteile von mir gab. Und nur um klarzustellen, es geht hier nicht um Friedrichs gespaltene Persönlichkeit. Bei einer klassischen, stark ausgeprägten gespaltenen Persönlichkeit wissen die verschiedenen Anteile nicht, dass es andere Anteile gibt. Jeder Anteil glaubt von sich selbst, er ist der einzige Ich-Anteil. Ich war mir aber darüber klar, dass ich viele bin, dass es kein einheitliches Ich mehr gab, von dem ich dachte, es zu sein, sondern dass ich aus vielen Einzelteilen bestand und auch gerne in Wir gedacht habe. Ich war ein Wir. Und ich erinnere mich an einen Abend, da kam ich aus der Dusche und es war ganz schlimm, weil die Welle des Erkennens über mir zusammengebrochen ist, dass es ich nicht gibt und dass es mich nie gegeben hat und dass alles eine Lüge war. Dass ich eine Lüge war, dass mein Umfeld eine Lüge war und dass nichts davon wahr ist, dass nichts davon stimmt, was ich mir selbst über mich und was mein Umfeld mir über mich erzählt hat. Es war ein Fall ins Bodenlose. Es gab nichts mehr. Es gab nichts, woran ich mich festhalten konnte. Es gab nichts, was mir Sicherheit gegeben hat. Es war nur noch ich und die Leere, in die ich hineingefallen bin. Ein großes schwarzes Loch. Und dann ging es darum, mich Schritt für Schritt damit auseinanderzusetzen, dass ich diese vielen Anteile bin und Ruhe zu finden in dem Wissen, dass es okay, dass ich viele Anteile bin. Dass es okay, dass ich viele Persönlichkeitsanteile habe. Und Schritt für Schritt all diese Persönlichkeitsanteile zu integrieren. Und ich würde jetzt gerne eine Schritt für Schritt Anleitung geben, aber in meinem Fall gab es die nicht. Ich hatte ja auch niemanden im Außen. Ich konnte auch zu dem Zeitpunkt mit niemandem darüber sprechen. Ich konnte selbst mit mir nicht darüber sprechen. Ich konnte es auch nicht notieren im Tagebuch, gar nichts. Ich wusste einfach nicht, was passierte gerade. Um mich damit auseinanderzusetzen, ja, ich bin viele. Ich bin nicht nur dieses eine Ich. Und inzwischen habe ich ein integrierteres Ich-Verständnis. Ich bin weiterhin diese verschiedenen Anteile. Wenn ich die YouTube-Videos von mir sehe, denke ich mir, oh Mann, wie peinlich. Und da ist ja dieser Anteil und da ist der Anteil. Und am liebsten wären wir doch immer alle die reifen Erwachsenen. Und stattdessen gibt es aber in mir ein Bewusstsein,
was das alles beobachten kann, was losgelöst ist von diesen verschiedenen Persönlichkeitsanteilen und das alles, ich nenne es Hüterin, ich finde es ein sehr schönes Bild, zu sagen, ich hüte meine Persönlichkeitsanteile. Mir hilft es ungemein im Alltag, besonders dann, wenn ich sehr emotional werde, weil ich weiß, diese emotionalen Anteile sind sehr alte kindliche Anteile in mir, die in meiner Kindheit nicht sein durften. Niemand wollte diese Anteile sehen. Ich wurde dafür bestraft, wenn ich diese Anteile gezeigt habe. Also habe ich die von meiner Persönlichkeit abgespalten, irgendwo in den Tiefen, aber sie bleiben da. Und jetzt dürfen sie Teil meines Lebens sein. Und in meinem jetzigen Alltag äußert sich das so. Zum Beispiel hatte ich letztens einen Termin beim Jobcenter. Ich wurde sehr emotional, ich habe auch geweint und wurde auch mit der Stimme lauter. Und dann gibt es auch weiterhin diesen Bewusstseinsanteil, diesen Erwachsenenanteil, der beobachtet, während ich emotional werde und diesen Anteil, den emotionalen Anteil erlaube, da zu sein, das auszuleben, der dann irgendwann eintreten kann sagen, okay, entschuldigen Sie, Frau Jobcenter-Mitarbeiterin, dass ich gerade so emotional werde, aber das hat mich gerade getriggert, dass Sie sich so verhalten haben, weil das nicht gerade die Unsicherheit in mir verstärkt. Und deswegen werde ich so emotional. Es ist nicht Ihre persönliche Schuld. Und kann diese extremen Trigger, den ich bei dem anderen in dem Moment setze, indem ich emotional werde, rational etwas zurückholen und erkennen, das musste gerade ausgelebt werden, weil sie einen traumatischen Anteil in mir getriggert haben. So wie sie sich verhalten, was sie gesagt haben. Und das hilft mir ungemein zu erkennen, ich bin nicht nur psychisch gestört, ich bin nicht nur wütend, ich bin nicht nur traurig, ich bin nicht nur depressiv, ich bin nicht nur ängstlich, sondern ich bin das alles. Und es gibt den Anteil mir, den ich immer wieder finde und der durchgehend da ist, der die alle hütet. Inzwischen nehme ich auch alle anderen Menschen so wahr, in den verschiedenen Persönlichkeitsanteilen. Und es kann alles sein, können Coaches sein, es können Bekannte sein, Menschen, mit denen ich öfter in Kontakt komme, die eben ihre Rolle nicht länger aufrechterhalten können, wenn sie längere Zeit mit mir zusammen sind. Hängt es vielleicht nicht mit mir zusammen, aber wir alle spielen unsere Rolle. Je nachdem, sagen wir, ihr seid Therapeut, dann spielt ihr die Rolle des Therapeuten, aber diese Maske könnt ihr nicht durchgehend aufrechterhalten und sie wird irgendwann fallen und ich werde sehen, wenn sie fällt. Und dann kommen andere Anteile hoch, persönliche Anteile. Dann reden diese Menschen so, wie sie halt zum Beispiel mit ihrer Frau oder ihrem Mann reden würden und sind nicht mehr in der Rolle. Und so nehme ich die verschiedenen Rollen der einzelnen Menschen wahr, die verschiedenen Persönlichkeitsanteile, die diese Menschen leben. Und auch das habe ich gebraucht, das zu akzeptieren, dass wir alle nicht ein Ich sind, sondern dass wir alle viele Ich sind. Und ich glaube, dass es sehr hilfreich ist für jeden von uns zu erkennen, es gibt so viele in uns und ihr dürft die alle sein. Ihr müsst nicht das eine sein, was euch euer Umfeld erzählt, dass sie sind. Zum Beispiel, dass Ärzte euch sagen, ihr seid psychisch krank oder dass euer Partnerin euch sagt, ihr seid der Narzisst oder das, was auch immer. Es gibt viele andere Anteile in euch und ihr müsst sie alle kennenlernen, um irgendwann die Wahl treffen zu können. Die größte Erkenntnis war das, was mir am meisten geholfen hat in dieser Phase der Persönlichkeitssplitterung, war einen spirituellen Glauben zu entwickeln. Ich war nicht spirituell, schon gar nicht religiös, also Religion ging gar nicht. Und in dieser Zeit habe ich dann angefangen, Meditation und Chanten. Das ist auch hilfreich. Das ist hilfreich, um zu stabilisieren, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Aber die wahre Erkenntnis für mich lag darin zu erkennen, es hat einen Sinn, dass ich da durchgehe. In fernöstlichen Kulturen nennt man das Ego-Tod. Also der Tod des Ichs, von dem ich glaubte, es zu sein, um zu transformieren, um etwas Größeres, Neueres aus mir zu erschaffen. Wie eine Raupe, die sich verpuppt, die komplett zergeht, in alle Bestandteile aufgelöst wird, um dann zu einem wunderschönen Schmetterling zu werden. Und dieses Verständnis für mein Leben, für einen Sinn in meinem Leben, hat mir sehr geholfen, weil ich
raus konnte aus dieser Krankheitsschiene, aus diesem, es ist nicht okay so, dass das gerade so ist. Ich muss was dagegen tun. Ich muss jeden Morgen aufstehen und ich muss kämpfen. Ich kämpfe mich jeden Morgen aus dem Bett und tue etwas gegen meine Persönlichkeitssplitterung. Das ist eine sehr, merkt ihr vielleicht auch, eine sehr enge, sehr angespannte Energie, die hinter diesem Umgang damit steckt. Und es war für mich nie genug Wahrheit zu sagen, ich bin halt genetisch prädispositioniert für Trauma, für Depression. Das hat mir nie gereicht als Erklärung und zu erkennen, es gibt vielleicht einen Sinn dahinter, dass ich mich transformiere. Und dafür muss aber das Alte, von dem ich dachte, das zu sein, sich in etwas Neues verwandeln. Und das muss aber erst kaputt gehen und das ist sehr schmerzhaft und das macht sehr, sehr viel Angst, weil man fällt ins Bodenlose. Auf einmal hatte ich keine Rolle mehr im Leben. Wer bin ich in dieser Gesellschaft, wenn ich keine Rolle habe? Wir alle müssen eine Rolle haben. Wir müssen immer sagen, ich bin YouTuberin. Und da Ruhe und Balance reinzubringen und zu fühlen, diese Balance, dass es okay ist, viel Persönlichkeitsanteil zu haben. Emotionale Persönlichkeitsanteile und ein Bewusstsein, die das alles beobachten, die hütet. Und tatsächlich weiß ich jetzt nicht, wo das Leben mich hinführt. Ich habe keine Rolle im Leben. Und manchmal macht mir das Angst und manchmal bin ich gespannt, was das Leben noch so zu bieten hat. Wir werden es sehen. Ich danke euch fürs Zuhören und denkt an die Likes.